Wenn man ein DSP, einen digitalen Soundprozessor in seinem Auto eingebaut hat, was ein digitaler Soundprozessor ist, verlinke ich da, könnt ihr euch angucken, dann ist es in der Regel ganz praktisch, wenn man diesen auch noch von vorne steuern kann. Das heißt, ab und zu auch mal noch ein bisschen an den Einstellungen des DSPs spielen. Und nicht jeder hat immer einen Laptop mit dabei, nicht jeder hat immer ein Kabel quasi zum Anschließen da. So wäre es eigentlich doch ganz cool, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, von vorne beim Fahren möglichst ungestört Presets durchzuschalten, Lautstärke leiser und lauter zu machen, also Sachen. Und da gibt es eigentlich von jedem DSP-Hersteller auch die entsprechende Fernbedienung. Als ich die Eaton DSP-Endstufe ausgepackt habe, habe ich euch quasi die Fernbedienung gezeigt, die dabei war, bei der ESX genauso. Das heißt, da sind halt Fernbedienungen dabei, etc. pp. Bei ATF gibt es eine riesen Auswahl an Bedienteilen, die man quasi zusätzlich einbauen kann. Und einen davon, das ist jetzt nicht der aktuellste, aber es ist halt tatsächlich eins, den man, wenn man unterwegs ist, relativ häufig sieht, der sehr viele Funktionen hat, aber trotzdem sehr klein ist, und den wollte ich euch einfach mal zeigen. Und zwar ist es der Konduktor. Ja, Audio-Tech Fischer Konduktor. Das heißt, das Teil funktioniert einfach an jedem DSP der Firma Audio-Tech Fischer. Heißt, ob wir jetzt von Match reden, von Helix reden, von Brax reden, das Ding funktioniert halt einfach an diesen ganzen Geräten. Man sieht, es ist nicht viel, das heißt, es ist halt eigentlich nur ein Drehding. Ich packe einfach mal aus, dann sehen wir das mal. Das ist auf jeden Fall schon mal schön verpackt, und das, was wir haben, ist quasi hier, ja, das ist das Teil. Und wenn wir hier nochmal in die Verpackung reingucken, sehen wir hier noch ein relativ langes Verlängerungskabel, um das auch tatsächlich dann irgendwie anschließen zu können. Das Kabel interessiert mich jetzt mal nicht, das heißt, das kommt hier zur Seite. Und wir gucken uns einmal genauer das Teil hier an. Was heißt genauer? Also so richtig viel zu sehen gibt es nicht. Ich mache mal hier schon mal das Schutzfoilchen ab. So. Also, was wir sehen ist, wir haben einen Drehregler. Der hat so Stufen, das heißt, der bleibt so ein bisschen hängen. Wir haben hier rundum, sieht man LEDs. Die LEDs leuchten oder leuchten nicht. Das heißt, je lauter man macht, desto mehr leuchtet. Man kann hier drauf drücken. Wenn man hier drauf drückt, kommt man durch die verschiedenen Programme. Das heißt, man kann dann die Presets umstellen, den Level vom Subwoofer einstellen oder den normalen Level einstellen. Das heißt, das Ding ist halt eigentlich relativ schön. Wir haben hier einen ganz normalen Molex-Stecker, denke ich mal. Und von hinten sehen wir, hat das Teil so Rastenäschen, hat hier eine Arretierung. Das heißt, wenn man das dreht, dass sich nicht das komplette Ding mitdreht. Und das kann man halt wirklich schön integrieren. Da gibt es, ich habe schon unglaublich schöne Integration in Autos, in der Mittelkonsole oder sonst irgendwas gesehen. Da kann man halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß haben. Und ja, wenn man natürlich einen 3D-Drucker hat, dann kann man da auch Spaß haben. Und es gibt an der Stelle was total Tolles, weil Audio-Tech Fischer selber Modelle zur Verfügung stellt, die man einfach runterladen kann und drucken kann. Und genau das habe ich gemacht. Das heißt, dieses Modell, was ich hier quasi gerade in der Hand habe, das ist ein offizielles Audio-Tech Fischer Modell. Heißt, ich kann hier von der Theorie her den Konduktor reinstecken, wie ich will. Ich habe Nasenposition oben und unten. Das heißt, je nachdem, ob ich das Teil irgendwie so oder so installieren will, kann ich hier den Konduktor so reinstecken. Das heißt, jetzt hält er hier fest, wackelt nicht oder sonst irgendwas. Und hier haben wir jetzt einfach zwei Befestigungsmöglichkeiten. Das heißt, ich kann, wenn der Konduktor noch nicht drin ist, kann ich hier einfach zwei Schrauben irgendwie von unten an die Mittelkonsole oder sonst irgendwas quasi da dran schrauben, dann diesen Konduktor hier reintun, natürlich gerade reintun. So, und dann habe ich quasi, das Kabel verschwindet hier dann quasi so nach hinten weg, und dann hängt das Teil mehr oder weniger so ein bisschen in der Luft, und ich kann das Teil steuern, ich kann drehen, ich kann alles machen damit. Das heißt, das zusammen natürlich mit ein bisschen 3D-Druck. Und wie gesagt, das Modell gibt es offiziell von Audio-Tech Fischer zum Runterladen bei Printables, bei den ganzen Sachen. Ich verlinke einfach mal einen. Und schon hat man eine einfache Installation von einer ATF Remote, das heißt einer Fernbedienung für DSPs und DSP-Endstufen. Und darüber könnt ihr die dann steuern. Aber warum solltet ihr die steuern? Wie gerade am Anfang schon gesagt, verschiedene Presets. Das heißt, man hat gegebenenfalls ein alle hören gleich Presets ohne große Laufzeit, so wirklich, dass jeder gleich hört. Man hat ein
Egoisten-Preset, wo es dann halt wirklich darum geht, okay, das Teil ist wirklich nur auf den Fahrer ausgerichtet, wir haben Laufzeit eingestellt, wir haben die Pegelunterschiede ausgeglichen, etc. Und gegebenenfalls gibt es auch nochmal ein Kinder-Preset, wo dann halt hinten die Musik noch ein bisschen lauter ist, damit die Kinderhörspiele halt hinten ordentlich was hören können und vorne nicht so doll. Vielleicht gibt es auch nochmal ein Spaß-Setup mit irgendwie Subwoofer angehoben oder sonst irgendwie was. Das andere, Lautstärke. Da will ich noch kurz drauf hinaus. So, warum sollte man denn die Lautstärke am DSP ändern? Und nicht am Radio, weil ich habe ja sowieso ein Radio und kann dann halt problemlos alles lauter, leiser machen mit meiner Lenkradfernbedienung. Also warum soll ich an meinem DSP jetzt noch die Lautstärke ändern? Und da gibt es halt einen relativ guten Grund und das ist halt auch schon wieder Soundqualität. Ihr wisst, Soundqualität ist so ein bisschen mein Steppenpferd und wenn ihr jetzt, ich gehe einfach mal auf den analogen Weg, das heißt, wenn wir analog vom Radio über High-Level oder Low-Level in den DSP fahren, dann ist halt, je lauter das Radio ist, desto mehr Dynamik haben wir in dem Signal, das heißt, je mehr Spannungsdifferenzen haben wir da und desto mehr kann der DSP im Endeffekt draus machen, das heißt, wir haben ein schöneres, sauberes Signal. Beim Analogen ist es, wenn man es dann halt leiser macht, ist das halt immer noch alles fein, aber es kommt gegebenenfalls ein bisschen mehr zum Rauschen und all die Sachen. Das wollen wir eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir das Radio auf Anschlag, wo es noch nicht verzerrt, mit einem sauberen Signal in den DSP schicken und der DSP, da kann man dann quasi lauter, leiser regeln und es ist alles gut. Schlimmer wird das im Fall vom Digitalen. Das heißt, wenn wir tatsächlich digital aus dem Radio, sei es ein Joying, sei es irgendein anderes Radio, sei es eine Hi-Res-Player oder sowas. Und wir gehen jetzt halt digital oder vielleicht auch ein Handy per USB angebunden, wie auch immer. Wir gehen jetzt digital in den Prozessor rein. Dann haben wir auch die Möglichkeit, das Handy lauter und leiser mal zu machen. Oder den Prozessor oder halt das Joying-Radio. Das heißt, wir können da ganz normal regeln und wir haben ja eigentlich gar kein Problem, weil das ist doch alles digital. Digital ist schön. Digital, ich sage immer, digital ist das Beste. Aber was heißt das jetzt? Weil wenn ich jetzt das Signal leiser mache, dann ist es nicht so wie im Analogen, dass die ganzen Sachen kleiner werden, aber trotzdem noch alles da ist. Sondern beim Digitalen ist es halt einfach so, je nachdem mit wie viel Bit wir da quasi reingehen, sagen wir mal, wir gehen da halt klassisch mit 24 Bit einfach mal in den DSP, dann ist diese 24 Bit, die sind ausgeschöpft, wenn wir die volle Lautstärke haben. Das heißt, wenn wir das Ding auf Anschlag angeknallt haben, dann haben wir 24 Bit ausgefüllt. Das heißt, dann ist die komplette Dynamik, die wir aus der Quelle haben, in diesem Digitalsignal da. Falls wir aber jetzt leiser machen, dann ist es jetzt nicht so, dass wir in diesem Digitalsignal noch irgendwie ein Lautstärkesignal drin haben, sondern dieses Lautstärkesignal wird halt immer kleiner. Das heißt, wir kriegen ganz viele Nullen mit rein und die Dynamik, die wir in diesem Digitalsignal überhaupt übertragen können, wird immer schlechter. Was heißt das? Das heißt, wenn wir im Endeffekt, ich sag mal so, auf einen Fünftel, auf einen Sechstel Lautstärke hören, haben wir eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern das hört man, deutlich an Dynamik und Inhalt verloren. Das heißt, alles, was wir sonst so schön in den DSP schicken würden und der dann halt verarbeiten werden würde, das ist alles weg. Das sind alles Nullen, das ist mit Nullen aufgefüllt. Wir haben gegebenenfalls noch vielleicht 4, 5, vielleicht auch 6 Bit, wo irgendwie wirklich Informationen drin sind. Und das macht es jetzt, könnt ihr euch vorstellen, nicht unbedingt besser. Das ist auch der Grund, warum auf einem Wettbewerb, also wenn man tatsächlich jetzt quasi, gehen wir wieder in die Wettbewerbsschiene und sagen, wir wollen alles rausholen aus der Anlage. Wir haben die besten Lautsprecher drin, die besten Endstufen drin, den besten DSP drin, gehen digital in das Teil. Dann wäre es sinnvoll, digital mit Maximalpegel reinzugehen und tatsächlich die Lautstärke am DSP zu steuern. Wenn ihr noch an anderen Produkten interessiert seid, Fernbedienungen, Bluetooth-Adapter, Endstufen, Radios etc. pp., dann würdet mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, weil dann erhöhe ich meine Reichweite und kann gegebenenfalls auch auf Deals mit Herstellern oder sonst irgendwas einmal mit aufsteigen und dann kriegt ihr hier auch gute News mit guten Produkten. Ansonsten habe ich noch ein paar Videos für euch zusammengestellt, die müsst ihr euch unbedingt angucken, weil die sind wirklich cool und da lernt ihr bestimmt noch viel.